Diese Woche zeige ich euch, wie ich ein Puppengesicht koloriere. Und zwar verwende ich dafür diese Wachsmalkreiden. Und das sind Wachsmalkreiden, die auf Textilien haltbar gemacht werden können. Und ihr könnt auch normale Wachsmalstifte natürlich nehmen. Man kann auch Buntstifte nehmen, aber beides hält nicht ewig, sondern trägt sich mit der Zeit wieder ab. Und diese hier kann man halt mit dem Bügeleisen haltbar machen, so dass man das dann nicht wieder auffrischen muss. Und ich habe verschiedene ausprobiert und ich finde die hier besonders gut, weil die zum einen richtig viele schöne Rottöne haben. Also von Orange bis Dunkelrot habt ihr hier alle Farben dabei. Und vor allen Dingen sind die Stifte selber so fest, dass man damit direkt auf das Trikot aufmalen kann. Mit normalen Wachsmalstiften geht das nicht. Wenn ihr solche jetzt verwendet, dann braucht ihr ein extra Stück Trikot und müsst dann mit dem Wachsmalstift quasi auf das Trikot Farbe auftragen und dann das Trikotstück nehmen, um die Puppe zu kolorieren. Weil wenn ihr direkt auf die Puppe malt mit normalen Wachsmalstiften, geben die zu viel Farbe ab und dann versaut ihr euch das. Genau, und ich beginne jetzt mit den Wangen. Und mache das einfach, indem ich so kreisförmig hier vorsichtig ein bisschen Farbe auftrage. Und ihr seht schon, dass der Farbauftrag wirklich total dezent ist und man das sehr, sehr gut dosieren kann mit diesen Stiften. Also ein bisschen tragen die sich auch ab mit der Zeit, ne? Also auch wenn man die aufbügelt tatsächlich. Aber die halten schon deutlich besser als die normalen Wachsmalstifte. Genau, dann mache ich ein bisschen was aufs Kinn. Und ein bisschen was auf die Nase. Man kann das auch noch hier runterziehen, dann sieht die Puppe so ein bisschen aus, als wenn sie in der Sonne gewesen wäre. Das mache ich jetzt aber nicht. So, und jetzt komme ich zu den Lippen. Und wenn die Stifte gut angespitzt sind, dann kann man die Lippen sogar komplett damit kolorieren, ohne dass man sich irgendeine Hilfe basteln muss. Wenn man das mit normalen Wachsmalstiften macht, dann braucht ihr irgendwas wie einen Zahnstocher oder so, wo ihr das Trikot drumlegen könnt, damit ihr hier in die Lippen reinkommt, also in die Zwischenfalte, wenn ihr so einen modellierten Mund gemacht habt. Aber mit diesen Stiften geht es auch so. So, und jetzt nehme ich mir ein Stück Trikotstoff, also hier so ein Reststück, und gehe nochmal drüber, um die Farbe so ein bisschen in den Stoff einzuarbeiten. So, jetzt habe ich leider festgestellt, dass meine Kamera den zweiten Teil gar nicht mitgeschnitten hat. Ich habe jetzt hier schon Sommersprossen und Augenbrauen gemalt, aber ich zeige euch einfach nochmal, wie ich das gemacht habe. Und zwar habe ich dafür verwendet den Pitt Artist Pen von Faber-Castell. Das ist ein Stift mit so einer Pinselspitze. Wenn ihr den kauft, achtet darauf, dass ihr wirklich die Pinselspitze kauft, weil es gibt den auch mit anderen Spitzen für Kalligrafie und so weiter. Und die ist halt super, weil die echt extrem fein ist und man damit richtig gut Sommersprossen aufmalen kann. Und der ist haltbar, das heißt, der geht nicht ab und ist auch waschbar. Nach dem Waschen verblasst das ein bisschen, aber es verläuft vor allen Dingen nicht. Das machen nämlich viele andere Tintenstifte. Und genau, so oft wäscht man die Puppe auch nicht. Aber der hält auch die Wäsche aus. Genau, und damit könnt ihr so ganz vorsichtig einfach hier Sommersprossen auftupfen. Und man kann auch verschiedene Stärken auftupfen, also so ganz feine Sommersprossen und so ein bisschen kräftigere. Genau. Und für die Augenbrauen habe ich zunächst einen Buntstift verwendet und mir die so ein bisschen vorgezeichnet, weil das natürlich doof ist, wenn man sich da vermalt. Die kriegt man halt nicht wieder ab. Das heißt, ich habe mir hier mit einem Buntstift vorsichtig Augenbrauen angezeichnet. Buntstift trägt sich ziemlich schnell wieder ab, noch schneller sogar als Wachsmaler. Das heißt, wenn ihr euch da ein bisschen vermalt, könnt ihr nichts falsch machen. Und dann habe ich mit meinem Pitt Artist Pen ganz, ganz vorsichtig hier so feine Härchen angezeichnet. Genau. Und ihr könnt den Pitt Artist Pen auch verwenden, um euch hier noch eine Wimpernlinie anzuzeichnen, wenn ihr möchtet. Ich mache das aber nicht, sondern ich mache das so, dass ich mir die aufsticke, weil ich das irgendwie schöner finde. Und das zeige ich euch auch noch mal schnell. Und zwar verwende ich dafür so ein Gütermann Extra Stark Garn. Das ist so ein bisschen dickeres Nähgarn als normales Nähgarn. Das nimmt man normalerweise für Jeans und sowas, glaube ich.
Und meine Puppennadel brauche ich. Und normalerweise mache ich das, bevor ich die Perücke annähe. Ich habe mir das jetzt quasi aufgespart, um das einmal in einem Rutsch zu zeigen, zusammen mit der Koloration. Das heißt, ich schaue, dass ich den Faden jetzt hier hinten in der Perücke verstecke, aber cleverer ist es, das vorher zu machen, wenn ihr gleichzeitig auch, wenn ihr die Augen stickt. Und zwar mache ich mir jetzt hier einen langen Stich, beziehungsweise einen langen Doppelstich. Und je nachdem, wie schräg ich den Stich mache, verändert sich der Ausdruck. Das heißt, so ein gerader Wimpernstrich gibt der Puppe ein anderes Aussehen, als wenn ihr den so sehr schräg ansetzt zum Beispiel. Ich mache den jetzt so leicht schräg. Ihr könnt das einfach mal ausprobieren. Es sieht halt einfach unterschiedlich aus und es passt auch zu jeder Puppe ein unterschiedlicher Lidstrich. Und ich steche jetzt einmal hier nach hinten durch, sodass ich in der Perücke rauskomme und nehme die andere Seite des Fadens auf die Nadel und steche mir jetzt hier oben am inneren Augenwinkel wieder ein und steche jetzt hier quasi einmal unter dem Trikot durch und schaue, dass ich wieder genau da rauskomme, wo ich am Anfang eingestochen habe. Und jetzt steche ich hier auch nochmal genau da ein, wo ich am Anfang eingestochen habe und gehe gleich rüber zu meinem anderen Auge und schaue da, dass ich da auch oben möglichst an derselben Stelle rauskomme wie bei dem ersten Auge. Und mache mir dann auch hier genau denselben Stich, hier bis zur Seite hin. Und wenn ich jetzt wieder einsteche, hier beim ersten Loch, dann schaue ich, dass ich hinten möglichst genau neben meinem Anfang rauskomme. Genau, und dann verknote ich die Fäden und ziehe die in den Kopf rein. Und was wir jetzt noch machen, ist, wir fixieren uns den Wachsmaler. Und zwar braucht ihr dazu ein Bügeleisen und das stelle ich auf die Stufe 2 bis 3. Und dann gehe ich einfach hier mit der Spitze des Bügeleisens ganz vorsichtig über meine rot kolorierten Stellen drüber. Macht das ruhig sorgfältig, damit der Trikot sich wirklich an der Stelle einmal richtig erhitzt, weil nur dann ist die Farbe auch tatsächlich fixiert. Also es muss einmal richtig schön heiß werden. Und ihr könnt hier mit der Spitze auch so richtig in diese Mondlinien reingehen, sodass ihr das auch innen einigermaßen fixiert kriegt. So, und jetzt bin ich mit meiner Koloration fertig. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann liked das gerne und ansonsten sehen wir uns nächste Woche.